Das hier ist ein Goldnugget mit einer Erzmatrix. Und genau diese Matrix ist mein Schlüssel zur Herkunft des Goldes. Und das hier ist die Ausbeute aus meinem letzten Waschgang im glazial geprägten Material. Da liegt richtig viel Gold in der Goldwaschrinne. Aber mich interessiert nicht die Menge in Gramm. Mich interessiert, wo kommt dieses Gold primär her? Und genau darüber möchte ich heute in meinem Video erzählen. Alles begann mit diesem Waschgang. Die Ausbeute macht mich heute noch sprachlos. Ich war seitdem aber auch nicht mehr dort, weil ich eigentlich unter dem Mikroskop das gefunden habe, wonach ich gesucht habe. Also habe ich die Ausbeute unter dem Mikroskop sortiert und in zwei Gruppen gebildet. Die Goldnuggets mit dem sichtbaren Erzanteilen, also mit Anteile vom Muttergestein oder einer Erzmatrix, und dann Goldnuggets ohne Erzanteile. Weil ich herausfinden will, wo das Gold primär herkommt, kommt jetzt die RFA ins Spiel, also meine Röntgenfluor-Essenzuntersuchung. Die Nugget mit Erz sind mein direkter Hinweis auf das Muttererz. Die Nuggets ohne Erz sind mein Vergleich. Die zeigen mir im Labor, wie das RFA-Spektrum aussieht, wenn wirklich nur Gold im Spot liegt. So kann ich das sauber trennen. Was gehört zum Gold und was gehört zur Erzmatrix? Und da habe ich für mich 3 Grundregeln. Erstens, Gold ist nur dann Gold, wenn die typischen Goldlinien sauber und konsistent gemeinsam auftreten. Zweitens, die schwarze Matrix ist nur dann Erz, wenn sie ein eigenes, stimmiges Elementmuster zeigt. Also nicht nur zufällige Peaks, sondern ein erkennbares Paket. Drittens, ich vergleiche immer nur mit dem Nugget ohne Erzmatrix, um zu sehen, was reines Gold ist und was wirklich zur Matrix gehört. Bei den Begleitmineralien denke ich in einfachen Bausteinen. Wenn ich Zink zusammen mit Schwefel sehe, dann wird Zinkblende. Also Zinksulfid. Wenn ich Kupfer und Eisen zusammen mit Schwefel sehe, dann denke ich an Kupferkies, also Chalkopyrit. Wenn Blei zusammen mit Schwefel auftaucht, wird Bleiglanz daraus, also Galanit, und das ist auch ziemlich plausibel. Und wenn Arsen stark mitläuft, muss ich an arsenhaltige Sulfide wie Arsenopyrit denken. Entscheidend aber ist, das Muster muss zusammenpassen. Ein einzelner Peak allein ist noch kein Befund, sondern erstmal nur ein Verdacht. Und hier kommt der Vergleich ins Spiel. Ich habe ein Goldnugget, das klar die Matrix-Signatur trägt, also Gold plus einer dichten Erzmatrix. Und ich habe ein Goldnugget, das praktisch nur die Goldoberfläche zeigt. Damit kann ich das Ganze klar trennen. Dieses Nugget zeigt mir den Goldhintergrund und dieses Nugget zeigt mir die zusätzliche Erzsignatur. Praktisch der Würzmatrix. Übrigens sind solche Goldnuggets mit erhaltener Muttererzmatrix absolute Glücksfälle. Hier in meiner gesamten Waschgoldausbeute habe ich bisher nur 2 Stücke gefunden, die ihre Erzmatrix wirklich noch sichtbar im Gold oder am Goldkorn tragen. Alles klar, oder? Aber parallel dazu habe ich im Gelände den Transportweg des Goldes prospektiert. Also den Goldtrain im glazialen Material. Grob gesagt, in welcher Richtung das Material in mehrere Eiszeiten bewegt wurde und woher es gekommen sein kann. Jetzt aber zum Vergleich der Matrix-Signatur der beiden Nuggets. Ich habe also 2 Messungen. Ein Nugget, bei dem ich im Spot praktisch nur die Goldoberfläche habe. Und ein Nugget, bei dem ich im Messfleck ganz klar noch Würzgestein bzw. die Erzmatrix mit drin ist. Damit ich schneller sehe, welche Elemente im Matrix-Nuggets stärker vertreten sind, nutze ich intern einen Faktor. Dieser Faktor ist kein Laborwunderwert, sondern nur ein Vergleichsturbo. Er zeigt mir auf den ersten Blick, wo ein echter Unterschied in der Matrix steckt. Beim Nugget
mit der Erzmatrix springt Eisen deutlich nach oben. Der Faktor liegt da ungefähr bei 3. Das Eisen markiert für mich ganz klar, das hier ist Matrix. Das hier ist die Trägersubstanz für die Erzminerale und damit indirekt auch für das Gold selbst. Was mich dabei besonders überzeugt, ist das mafische Elementpaket. Mangan, Titan, Vanadium, Chrom, Kobalt, Nickel und Magnesium laufen als Block mit. Dieses Paket ist typisch für ein dunkles, eisen- und magnesiumreiches Gestein, also für eine maphitische oder metabasische Wirtsteinsignatur. Genau in diese Richtung zeigt auch mein glazialer Transportweg aus dem Waschgang, den ich ja mit meiner Goldprospektion bestätigt habe. Also mein AU-Train. Kupfer und Zink sind ebenfalls vorhanden. Das sind klassische Erzbegleiter, aber sie sind patchy, also fleckig verteilt. Mal erwischt der Messfleck ein Sulfidkorn, dann sieht das Element stark aus. Mal liegt der Spot mehr im Gold oder im Silikat oder in der Silikatmatrix, dann wird es schwächer. Darum kann es passieren, dass Kupfer oder Zink in reinen Goldnugget sogar höher aussieht als im Nugget mit meiner Matrix. Obwohl eigentlich weniger Matrix dran ist. Das ist ein reiner Messgeometrie-Effekt und damit muss man umgehen können, weil es eben so ist. Das Quecksilber hierbei ist heikel, weil seine Linien sehr nah an den Goldlinien liegen. Ich schaue mir deshalb immer das komplette Muster an und nicht nur eine einzelne Linie. Wichtig ist aber für mich, dass Quecksilber ist stabil nachweisbar. Und das passt auch zu einem komplexen Edelmetallsystem, wie ich es aus anderen Proben aus dem gleichen glazialen Material bereits kenne. Also hohe Quecksilberanteile in einem Edelmetallsystem sind der Oberhammer, nur mal so erwähnt. Ne? Unterm Strich ist dieser Vergleich für mich kein fertiges Laborgutachten, sondern ein geologischer Fingerabdruck. Erstens, das Nugget mit der Matrix zeigt deutlich mehr Träger- und Erzanteile, vor allem über das höhere Eisen und dem maphitischen Elementpaket. Zweitens, beide Nuggets teilen sich denselben maphitischen Fingerabdruck. Mangan, Titan, Vanadium, Chrom, Kobalt, Nickel und Magnesium laufen parallel. Und das passt zu meiner basischen Quelle im Gebirge. Drittens, Kupfer und Zink verhalten sich so, wie ich es erwarten würde, wenn feine Sulfidkörper im Material verteilt sind und der Messfleck sie mal erwischt und mal nicht. Kurz gesagt, also in einen Satz für euch. Eisen sagt mir, wie viel Matrix im Spiel ist. Das Paket aus Mangan, Titan, Vanadium, Chrom, Kobalt, Nickel und Magnesium verrät mir den Charakter des Wirtsgesteins. Und Kupfer und Zink flackern darüber als Sulfidbegleiter. Und jetzt noch das geologische Fazit hinter diesen beiden Messungen. Also, was für ein Lagerstättentyp steckt wahrscheinlich hinter diesem Gold? Wenn ich beide Nuggets zusammennehme, das Nugget mit der Erzmatrix und das Nugget mit fast nur der Goldoberfläche, lande ich am Ende beim selben Grundmodell. Ich habe es hier mit einem polymetallischen Sulfidgang zu tun, also einer gangartigen Erzlinse, die deutlich von hydrothermalen Lösungen überprägt wurde und in einem maphitisch geprägten Wirtsgestein sitzt. Qualitativ würde ich sagen, der Sulfidgang ist so um die 60 bis 80% sicher. Der maphitische Einfluss liegt zwischen 40 und 70%. Die hydrothermale Überprägung liegt zwischen 70 und 90%. Und die Elektrum-Tendenz, also Gold mit dem Silberzusatz, liegt irgendwo im Bereich zwischen 10 und 30%. Beim Nugget mit der Erzmatrix ist die Gangart eher Beiwerk. Hier habe ich ein bisschen Carbonat, etwas feinkörnigeren Quarz, etwas Feldspat und
serizitischer Glimmer, dazu Chlorid und Tonminerale. Aber alle zusammen, nur im unteren Bereich, das ist wichtig zu erwähnen. Die Probe ist somit klar Erzmatrix dominierend. Die maphitische Signatur, also dieses Paket aus Eisen, Mangan, Tintan, Vanadium, Chrom, Kobalt, Nickel und Magnesium, kommt hier vor allem über die Erzträger selbst und nicht über einen dicken Quarzgang. Ganz, ganz, ganz wichtig. Übrigens, die leichten Elemente lese ich nur qualitativ. Da geht es mehr um Tendenzen als um exakte Zahlen. Das ist wichtig, das möchte ich nur noch erwähnt haben. Beim Nugget ohne der sichtbaren Erzmatrix sieht man dagegen viel stärker die eigentliche Matrix als Rahmen. Chlorid und Tonminerale machen einen großen Teil davon aus. Dazu ein ordentlicher Anteil Quarz. Spürbar Carbonat und etwas Feldspat und Sericit. Die ganze Matrix wirkt eisengetragen und maphitisch. Also genau das, was man von einem dunklen, chloridreichen basischen Umfeld erwarten würde. Das später noch einmal, und jetzt kommt es, von heißen, metallreichen Lösungen durchzogen wurde. Auch hier gilt, der ganze leichte Bereich ist eher qualitativ als großes, stabiles Bild letztendlich zu sehen. Mein nächster Schritt ist dann ganz klassisch. Ich gehe zurück ins Gelände, nehme gezielt Gesteinsproben aus den Verdachtseinheiten aus dem Gebirge, messe diese Proben im Labor und lege die Muster übereinander. Also ein ganz normales Nugget Fingerprint gegen Gesteins Fingerprint Analyse. Oder anders gesagt, ich darf wieder raus in den Bach oder ins Gelände. Das steht quasi schon im Spektrum. Danke, dass ihr wieder vorbeigeschaut habt. Bis zum nächsten Video von mir und bleibt gesund, ihr Lieben. Tschüss euch.